Grüezi und Bonjour. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich nochmal hier in der Schweiz unterwegs und besuche den größten Windpark der Schweiz. Das ist der Windpark Mont Soleil, Mont-Crozat, hier im Berner Jura. Ja, und das ist so der Schweizer Vorzeigepark. Hier stehen nämlich insgesamt 16 Anlagen. Ist schon echt viel für die Schweiz. Ja, und insgesamt wird hier 60% des gesamten Windstroms der Schweiz produziert. Davon darf man sich allerdings nicht beirren lassen, denn in der Schweiz stehen insgesamt 41 Anlagen, bald 47. Das heißt, ein Drittel des Windstroms der Schweiz wird hier erzeugt. Ja, die Windenergienutzung hat hier schon relativ früh begonnen. 1996 wurden hier die ersten Anlagen errichtet. Damals Vestas V44. Später kam dann noch V47, V52 dazu und Anfang der 2000er V66. Ja, 2010 wurde dann nochmal erweitert um 8 Anlagen, V90. Und 2013 und 2016 fand dann ein Repowering statt, auch nochmal mit V90 und V112. Ja, also ein reiner Vestas-Park mit unterschiedlichen Anlagengenerationen und Anlagentypen. Ja, einmal die V90 mit Gridstreamer hier drüben, steht hier insgesamt 4-mal. Und dann gibt es noch die ganz normale V90 ohne Gridstreamer. Steht hier 8-mal. Und die größten Anlagen im Park sind V112. Sieht man jetzt hier ganz hinten. Ja, und ich blicke hier gerade auf den Teil Mont-Crozat und hinter mir ist der Mont Soleil. Da stehen auch nochmal Anlagen. Hier steht zum Beispiel auch nochmal eine V112. Ja, aber es ist schon das Schweizer Vorzeigeprojekt, weil hier so viele Anlagen stehen wie sonst nirgendwo. Ja, die Anlagen wurden halt vor einer Zeit gebaut, als die Windkraft irgendwie noch nicht so präsent war bei den Leuten und deshalb nicht so viel beklagt wurde und deshalb konnte man hier so viele Anlagen bauen. Ja, ist jetzt nicht super windig heute, aber so ein laues Lüftchen geht. Also Jura ist eigentlich, hat eigentlich so das größte Windpotenzial der Schweiz. Also hier ist auf jeden Fall noch einiges an Potenzial. Ja, und von hier aus habe ich entdeckt, gibt es noch 2 weitere Windparks der Schweiz zu sehen. Einmal ganz hinten, das ist der Windpark Saint-Bray. Da stehen 2 Enercon E82. Und dann hier im Westen ist der Windpark Le Peu-Chapat. Da stehen 3 Enercon E82. Da gab es auch vor kurzem eine coole Aktion, da ist glaube ich jemand mit einer Slackline von Windrad zu Windrad balanciert. Ziemlich krass. Insgesamt 3 Stück mit 108 Meter Nabenhöhe. Ja, und im Hintergrund ist dann schon Frankreich. Also ich bin hier direkt an der Grenze. Hier wird auch größtenteils Französisch gesprochen. Ja, ich werde jetzt mal näher zu den Anlagen hinlaufen und schaue mir die mal aus der Nähe an. So, ich bin jetzt hier auf dem Mont-Crozat. Hier stehen die meisten Anlagen. 13 Stück, auf dem Mont Soleil stehen nur 3 Stück. Ja, und hier stehen größtenteils V90. V90 ohne Gridstreamer und V90 mit Gridstreamer. Ja, und hier vor mir
eine V90 ohne Gridstreamer. Ja, Betreiber ist übrigens Juvent, kommt aus Saint-Hermier, das ist die Stadt unterhalb des Mont Soleil, unten im Tal. Und die Firma Juvent wurde extra für den Windpark gegründet. Gehört auch irgendwie noch zu einer anderen Firma, BKW, die aus Basel kommt. Weiß ich jetzt nicht genau, wofür das steht. Ja, sieht auf jeden Fall schick aus mit dem Logo. Ja, und die V90 MK8 heißen sie, glaube ich, wurden 2010 als Erweiterung des Parks gebaut. Insgesamt 8 Stück davon. Da stehen sie überall verteilt über den Berg. Ja, der Wind ist leider sehr unbeständig heute, also mal frischt er auf, dann laufen sie wieder alle und sobald der Wind etwas abflaut, regeln sie sofort wieder ab. Und auch sehr unbeständig das Wetter, also irgendwie sehr schwül, dann kommt irgendwie mal eine ganz dunkle Wolke, dann tröpfelt es ein bisschen. Naja. Ja, die Anlagen haben 95 Meter Nabenhöhe, 2 Megawatt. Und die V90 mit Gridstreamer haben genau die gleiche Nabenhöhe, ebenfalls 95 Meter und 2 Megawatt. Nur, dass die eben hinten diesen Spoiler haben. Ja, und die wurden 2013 gebaut, als repowered wurde. Und dafür kamen 3 V44 und eine V47 weg. Ich finde, das sieht schon echt cool aus. Die Anlagen so schön weiß und dann nur die roten Spitzen. Hat schon was. Auch mit dem dunklen Himmel. Sieht schon cool aus. Und da nochmal ein Blick Richtung Mont Soleil. Da steht auch nochmal eine V90. Und da hinten auf dem Mont Soleil stehen 3 Anlagen. 2 V90, eine V112. Halt hier auf dem Rückweg dann nochmal an. Aber ich finde das landschaftlich schon echt sehr schön hier. Diese Almlandschaft und dann so vereinzelt die Windkraftanlagen. Ist mega schön. Würden die Schweizer jetzt sagen. Jetzt läuft es ja mal ganz gut. Unten am Turm ist auch noch irgend so ein Schild. Was steht da drauf? Jet de Classe, Eiswurf. Sollte man ja eigentlich ein bisschen weiter wegstellen. So ein Schild, dass man gar nicht erst zur Anlage hingeht bei Eiswurf, aber naja. Ja, ich werde jetzt mal weiterziehen, noch ein paar coole Fotos machen und auch mit der Drohne fliegen. So, jetzt stehe ich hier nochmal in der Nähe von einer V90 mit Gridstreamer, die sich jetzt gerade nochmal abgeschaltet hat. Ja, Wind ist einfach zu unbeständig heute. Also mal laufen die Anlagen, dann stellen sie sich wieder ab. Also ist nicht das Wahre heute. Ich dachte eigentlich, dass das Gewitter ein bisschen Wind mitbringt, aber scheint nicht so. Ja, was ich bei den V90 entdeckt habe, die haben noch zusätzlich an den Hinterkantsegmenten diese Spoiler, nennen sich Gurney Flaps. Den deutschen Begriff kenne ich jetzt gar nicht. Aber die sollen auch nochmal für zusätzlich Auftrieb sorgen. Kann man nachträglich, glaube ich, noch ans Blatt dran machen. Und die sorgen nochmal für zusätzlich Auftrieb. Ja, Zackenbänder haben sie allerdings keine. Hat man damals scheinbar noch nicht gemacht. Und die braucht man hier vielleicht auch nicht. Ja, sieht so aus, als ob sie jetzt nochmal anläuft. Ja, aber nichts Beständiges heute. Da hinten die V90 läuft jetzt mal. Aber hinten dran die 2 auch nur im Trudelbetrieb.
Hier drüben die Anlagen auch. Sieht aber so aus, als ob sie sich gleich nochmal einschalten. Naja, mal abwarten, ob das Gewitter ein bisschen Wind mitbringt. Ja, und hier drüben dann nochmal ein Blick Richtung Mont Soleil. Da hinten läuft auch nochmal eine V90. Aber ja, die Anlagen dort sind auch nur am Trudeln. Eine V90 läuft noch, aber die V112 trudelt auch nur. Ja, hier habe ich nochmal ein richtig cooles Schild entdeckt zum Windpark. Auf der ganzen Strecke hierher stehen überall Infoschilder. Das finde ich immer ganz cool. Ja, und so sah der Windpark früher mal aus. Das hier Bild müsste dann 2010 aufgenommen worden sein. Da haben sie gerade die V90 errichtet. Und da stehen immer noch die kleinen V44 dazwischen. Ja, so geiles Wetter hätte ich heute auch gern gehabt. Ja, und hier sieht man nochmal schön die Anlagenevolution hier im Park. 1996 ging es los mit den V44, dann 98 noch eine V47, 2001 dann die V52, 2004 zwei V66 und 2010 dann die V90 und 2013 wurde er dann repowered mit den V90 Gridstreamer und 2016 dann das Repowering mit den V112, den 4 Stück. Schon krass, die Evolution hier. Ja, und hier hat man nochmal einen geilen Vorher-Nachher-Vergleich. Links vor dem Repowering 2012, da stehen auch die ganzen V44. Und ja, nach dem Repowering dann die V90 Gridstreamer. Richtig cool. Ja, da steht es auch nochmal. 2013 wurden die V44 ersetzt, die 1996 bzw. 98 gebaut wurden, die V47. Und dann 2016 nochmal das Repowering, wo dann die V52 und die V66 durch die V112 ersetzt wurden. Ja, schon zweimal, dass hier repowered wurde. Ja, finde ich immer cool, wenn hier so Infoschilder für die Öffentlichkeit aufgestellt werden. Schon immer cool. Ja, und hier hat man nochmal so eine Übersichtskarte über das Windpotenzial in der Schweiz. Ja, da sieht man es. Die höchsten Windgeschwindigkeiten sind natürlich auf den Gipfeln oben, da wo es rot ist. Und da ist, wo das kleine Windrad ist, Windkraftwerk Juvent SA. Da ist jetzt Mont Soleil. Aber gar nicht mal so hohe Windgeschwindigkeiten. 6,51 bis 7,5 Meter. Ja, aber jetzt außerhalb von den Alpen ist halt Jura so die Region in der Schweiz mit dem größten Windpotenzial. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Ja, V90 trudelt immer noch. Ja, will irgendwie nicht so richtig heute. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal weiterziehen, werde mich mal aufmachen zu den V112 da hinten. Da stehen die zwei. Und ja, melde mich dann von da nochmal. Ja, von hier aus hat man nochmal eine sehr schöne Übersicht Richtung Mont Soleil dann. Ja, es scheint auch ein Gewitter am Anmarsch zu sein. Ich hoffe, es zieht vorbei. Aber es ist die ganze Zeit schon am Donnern. Das ist eine richtig schwüle, stickige Luft. Also geht echt nicht viel Wind. Die Luft steht ziemlich. Wobei man sagen muss, da drüben ist der Windpark Le Pêcher-Pat mit den E82 und die laufen fleißig. Auch gar nicht so langsam, also die laufen schon relativ zackig.
Vielleicht ist der Winter gerade ein bisschen besser. Und die Enercon-Anlagen haben sowieso eine etwas geringere Einschalt-Windgeschwindigkeit, aber ja, sieht ja so aus, als ob die ganz gut laufen im Gegensatz zu den Vestas hier, die nur am Rumtrödeln. Also bei Schwachwind laufen die Enercon-Anlagen immer ein bisschen besser. Aber erzeugen jetzt wahrscheinlich auch nicht super viel Strom, aber einfach für die Öffentlichkeit, dann sieht es halt so aus, als ob sie laufen, und hier stehen sie halt sehr oft, wahrscheinlich im Sommer. Landschaftlich einfach echt richtig schön. Boah, sobald die Sonne rauskommt, knallt die echt ganz schön. Ja, aber hier wäre auf jeden Fall noch Platz für mehr Anlagen. Also dieser Höhenzug erstreckt sich echt super weit. Ja, weiter hinten stehen jetzt auch nochmal Anlagen. Da stehen noch V112 und zweimal die V90. Also es ist echt weit zu laufen. Also mit dem Fahrrad würde das mehr Spaß machen, als bei der Hitze hier rumzulaufen. Naja, also mal gucken, ob ich noch zu den V112 hinlaufe oder ob ich dann eher zu den V112 da hinten auf dem Mont Soleil auf dem Rückweg anhalte. Jetzt auch keinen Bock habe, ins Gewitter reinzukommen. Im Hintergrund hört man so ein bisschen donnern. Naja, dann werde ich mal weiterziehen. So, ich stehe jetzt hier nochmal unter einer Anlage mit der Nummer 13 und die regt sich echt kein bisschen. Also die Kühlung ist super laut, aber die Anlage steht einfach komplett starr da. Überhaupt kein Wind. Schade. Ja, ich müsste echt mal im Winter hierher kommen. Ist ja auch Skigebiet hier. Und mir dann mal anschauen, wenn die Anlagen laufen. Im Sommer ist halt immer blöd bei so wenig Wind. Ein bisschen langweilig, wenn die Anlagen da nicht laufen. Ja, und die Turmbefeuerung bekommt ihren Strom über so ein Kabel hier. Die neueren Anlagen haben das halt wahrscheinlich im Turm. Hier ist es halt außerhalb. Dann nochmal der Hinweis, Eiswurf. Aber nur im Winter, wohlgemerkt. Und nur gefährlich für Männer, nicht für Frauen. Ja, kann man kurz hochlaufen, mal gucken, ob beim Turm noch irgendwas steht. Da oben ist auch noch irgend so ein Schild. Was steht hier? Juvent SA Windturbine 13. Und die korrekte Bezeichnung des Anlagentyps heißt Vestas V90 MK 5.1. Aha, da habe ich mich geirrt. Gesamthöhe 140 Meter, 2 Megawatt, Standortkoordinaten, Seriennummer, Route Durchmesser 90 Meter, Parknummer I13. Nochmal eine schöne Übersicht von hier. Ja, da hinten sind jetzt die V112, aber da werde ich jetzt nicht hinlaufen. Das ist viel zu weit. Also der Park erstreckt sich hier echt über mehrere Kilometer. Das ist mir bei der Hitze echt zu weit zu laufen. Und da hinten donnert es gewaltig. Also von da hinten, von der V90, V112 da auf dem Mont Soleil bis zu den anderen V112 sind es bestimmt 6-7 Kilometer. Also da wäre es schlauer gewesen, ein Fahrrad mitzunehmen, aber naja, kann man nicht wissen. Das Gewitter müsste jetzt eigentlich mal ein bisschen Wind bringen. Aber wer weiß, vielleicht zieht es auch vorbei.
Und hinten in der Ferne, da ist dann schon Frankreich. Da habe ich auch einige Windparks entdeckt. Im französischen Jura dann. Weiß nicht, ob man das von hier so gut erkennt. Da stehen Anlagen. Seht ihr das? Ja, französisches Jura steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Da stehen auch nochmal Anlagen. Da will ich auf jeden Fall auch mal hin. Da gibt es nämlich auch einige Windparks und Frankreich hat etwas mehr zu bieten an Windkraft, was verglichen jetzt mit der Schweiz. Oh je, da wird es ziemlich dunkel. Da muss ich mich echt auf den Rückweg machen. Mal kurzer Blick nach oben. Da regt sich immer noch nichts. Naja, vielleicht kommt ja mit dem Gewitter ein bisschen Wind. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt nochmal Richtung Mont Soleil machen, dass ich nicht so weit habe, wenn es wirklich im Gewitter losgehen sollte. Ja, ich habe jetzt doch noch mal kurz angehalten, um euch das mal zu zeigen. Es sieht nämlich richtig geil aus. Der Himmel ist echt rabenschwarz und es ist mächtig am Donnern, aber das Gewitter zieht vorbei. Sieht richtig geil aus, wie weiß die Anlagen auf dem schwarzen Hintergrund aussehen. Richtig nice. Also insgesamt finde ich die Anlagen echt sehr gut gepflegt. Also die sind echt super schön weiß noch für ihr Alter. Richtig cooles Bild. Ja, habe ich Glück gehabt. Also ich hoffe mal, dass ich verschont bleibe, dass das Gewitter vorbeizieht. Hier hinten ist es nämlich ganz blau. Da hinten im Windpark Le Peu Chapat scheint die Sonne. Es ist nur lokal, wo hier so ein Gewitter drüber zieht. Naja, Glück gehabt. Aber werde mich trotzdem jetzt nochmal hier Richtung Mont Soleil aufmachen. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe der V112 auf dem Mont Soleil. Ist jetzt doch noch ein bisschen die Sonne rausgekommen. Ja, ich wurde tatsächlich gerade eben noch ein bisschen geduscht. Also das Gewitter hatte sich noch nicht hundertprozentig verzogen. Hat allerdings etwas Wind mitgebracht. Also die Anlagen laufen jetzt alle wieder. Ja, die V112 wurden 2016 gebaut und haben zwei V52 und zwei V66 ersetzt. 3,3 MW und 94 Meter Nabenhöhe. Also ähnlich wie die Anlagen, die ich in den USA gesehen hatte. Hier gibt es aber, glaube ich, auch eine Höhenbeschränkung auf 150 Meter, deshalb sind die jetzt gar nicht so hoch. Insgesamt 4 Stück. Da drüben steht auch noch eine, etwas niedriger. Und auf dem Mont Crozat stehen noch 2 Stück, die mir allerdings etwas zu weit waren, um hinzulaufen. Ja, man hört es noch, es donnert immer noch so ein bisschen rundherum. Aber ich glaube, jetzt sollte es eigentlich vorbei sein. Ja, größere Anlagen hier fände ich auch mal noch geil. 450, 436. Vielleicht irgendwann mal, wenn die V90 ersetzt werden. Aber das dauert noch eine Weile. Aber hier ist ja auch noch ein bisschen Platz. Also da kann man ja eigentlich noch ein paar Anlagen hinstellen. Das Gewitter ist noch sehr, sehr nah. Shit. Ja, ich werde mich dann auch so langsam auf den Rückweg machen, dass ich meinen Zug nicht verpasse. Muss noch runterlaufen nach Saint-Hermier. Ja, jetzt habe ich euch mal den Windpark Mont Crozat, Mont Soleil hier gezeigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, und wen es interessiert, morgen
besuche ich einen Windpark, der sich im Bau befindet in der Schweiz. Also was ganz Besonderes. Ja, eine kleine Sensation. Wen es interessiert, gerne vorbeischauen.